Oh, ich liebe es, mir Gewicht dran zu setzen. 1, 2, 3. Wunderbar. Und natürlich mehr Gewicht. 1, 2 und 3. Dann setzen wir hier einmal mehr Gewicht dran. Dann mehr Gewicht. 1, 2, 3, 4. Dann bringen wir noch dies hier in unsere Gewalt, um es mal so auszudrücken. 1, 2, 3. Na? Und 4. Wunderbar. Ja, Leute, so wie es aussieht, schaffen wir das. Das klingt super. Einmal mehr Gewicht. 1, 2, 3 und 4. Wunderbar. So, zum Herausfinden des Absenders der E-Mail. Eine Runde. Okay. Dann wollen wir mal gehen. Zack. 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 Ach komm. Ich beeile mich mal besser. So. Und zurück zur Realität. Es ist... E-Mail wurde von Jerry Garcia, Company Cruise. Jerry Garcia. Veracruz, Mexiko. Ist das nicht dieser eine Sicherheitsfuzzi? LOL? AXIO war ein Code, den Nerio benutzt, um seine Daten zu verschlüsseln. Did you hear about our... I have no idea. Okay. In the mess, if you want. Perfect. Did you get... Yes. Bikram? Call me when you. Okay, das wissen wir ja schon. Do you know when... I Have you got... no. Did you... No, Okay. Let me know... I will. Gut, gut, gut. Wir haben dies jetzt auch geschafft. Okay, ich kam jetzt ein wenig in Schwitzen. Oder was heißt, ja, nicht wirklich in Schwitzen, aber es war verdammt eng am Anfang. Aber wir haben dies ja zum Glück mit Bravo gemeistert. Alle Achtung. So. Dann schauen wir mal bei AXIO, beziehungsweise unsere Mails mit dem Codewort AXIO an. Bla bla bla. Weil das könnte verdammt wichtig sein. Mal sehen, was passiert, wenn ich den Login AXIO benutze. – 18 Mails. Mhm. Ja, ja. Ja. Ja, das wissen wir ja schon alles. Wir lesen es mal trotzdem. Dann ist das weg. Wunderbar. Ah, Dateien 4, AXIO 01. Löschen. Was? Und 2. Löschen. Nummer 3. Löschen. Nummer 4. Errichtung einer Abteilung zur Industriespionage notwendig. Die W-Gruppe ist auf eine Größe angewachsen, die dem Patentdiebstahl und dem Geheimnisverrat Tür und Tor öffnen. Dieses Jahr haben wir durch solche Vorkommnisse mehr als 4 Milliarden Dollar verloren. Wir müssten etwas dagegen unternehmen. Feuer sollte man mit Feuer bekämpfen. Errichten wir eine Abteilung für Industriespionage. Helena Dekovars Hass muss gebändigt und in für uns nützliche Bahnen gelenkt werden. Ihr Sinn für Geheimaktionen, Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Verbindungen in den Ostblock machen Sie zu einer perfekten Kandidatin für die Leitung dieser Stelle. Ihre Sprachbegabung wird uns sowohl in Europa als auch auf dem amerikanischen Kontinent vernutzt sein. Helena Dekovars. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber das klingt wichtig. Helena Dekovar. Klingt russisch irgendwie. Nerio hat eine Institution zur Industriespionage begründet, an deren Spitze eine gewisse Helena Dekovar steht. Entweder das bedeutet was Gutes oder was Schlechtes, aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, es bedeutet was Schlechtes. Jetzt gehen wir nochmal kurz zum Sitzungssaal. Und dann bla bla bla. John Sullivan. Dann nach bla bla mit John Sullivan.
machen wir bla bla mit Candy nochmal. Und dann, keine Ahnung. I've just seen Jenny Lucas. No. Perfect. Can you tell? It's a... Okay, lots of... My father really... Yes. Thanks, John. Hier nichts Neues. Danke. Ja, keine Ahnung, was mit mir los ist. Auf jeden Fall. Heute werden wieder 2 Folgen aufgenommen. Freitag werden 2 Folgen aufgenommen, wie es Samstag aussieht. Also da wird es wahrscheinlich keine Massen... I need to talk... He's worked Thanks. Where's Joy Ard... in the Wird es wahrscheinlich keine Massen-Upload geben. Any new... Miss Art. Vielleicht werde ich Doom 3 machen. Ich weiß Thanks, es noch Candy. nicht. You're welcome. Toll. Und jetzt? Jetzt weiß ich, was zu tun ist. Helena Dekova, der kann uns nur einer helfen. Bei so einem Namen. Ich versuche mal mit Joy oder mit Kerensky, aber ich denke mal, Georgi Kerensky. Unser Russe weiß das besser. Ja, das seht ihr es, Leute. Russen sind sehr nützlich. Also jetzt nicht nur KGB oder sonstiges gesehen. Sind gute Genossen. Bye, Krent. Call me when you... Tell me, do you know anything about an industrial espionage agency set up by Nerio? When I was working for the CIA, I thought it was just a rumor. But it turns out it was true. This agency was set up pretty much all over the world. But by the end of the 80s, most of its outposts were closed down, especially those in the US. I also know a certain Helena Dekovar used to be in charge of the European outposts. What do you know about this Helena Dekovar? Well, sources have it she's a terrifying, merciless, and altogether sadistic person. The CIA had documents reporting her activity up until recently in Europe. Whereabouts in Europe? Before they lost her trace, the CIA had determined that she was working with the KGB in Eastern Europe. You should talk with Kerensky. Let me know if you... I will. Aha. Also habe ich doch recht gehabt, dass das ein ungutes Gefühl ist mit Helena Dekova. Does the name Helena Dekovar mean anything to you? When I was with the KGB, I often heard about the famous Helena Dekova. That Viper was a born commander. She was at the head of a lot of outposts for an American industrial espionage agency. All the Russian espionage outposts have been closed, and most of the Eastern Bloc ones have been dismantled. However, one of them stayed in operation for a long time, somewhere in Europe. Any details? If I remember correctly, the espionage agency's last outpost was in Sardinia, in a little village called Malatestano. All right. I guess the best way to find out more is to take a little trip down there. Take Joy with you, it's safer. Bye, Kerensky. Call me when you... Ja, dann schreiben wir nochmal. Joy, get your things ready. We're leaving for Sardinia tomorrow. Okay, Largo. Super. Ich merke gerade, wir sind über der Zeit gleich. Deswegen werde ich jetzt noch schnell zum Empfang gehen. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Das dauert mir ein bisschen zu lang. So. Mr. Winch, don't forget you've got an appointment with Miss Green this evening at 8 o'clock. Thank you, Candy. Tell Sullivan to look after a certain Jerry Garcia, employed by the Crew Seguridad Company. He's the one who's been spamming us with his crazy emails. I'll do that, Mr. Winch. Have a pleasant evening. Jo, danke. Loading. Komm mal hin, lass mich rein. Right on time. Don't you have any faults? If you only knew. I'd rather not know. Since when do you hide your diamonds in your aquarium? There's the spare keys to my apartment. I don't have to worry about anyone taking them from there. Why is that?
Those little cuties are lionfish. Dip your hand in there and you're a dead man. Oha. Charming. Hey, how long are you gonna stare at that aquarium? Wieso? Was hast denn du vor? Oh yeah. Das war ja mal wieder klar. Alter Frauenheld. Schau dir mal den Punkt an. Genau da weiß er. Malatestano und Mediterranean Sea. Careful, we don't know where we are here. Anything suspicious and I'm coming in. I didn't come here empty-handed. I brought my knife with me. Now let's find that monastery. So, schauen wir kurz noch die Aufgaben durch. Ich muss das Kloster finden, das als letzter Stützpunkt von mehreren Spionageringen fungierte. Alles klar, Leute. Das machen wir ein andermal. Vielleicht, das machen wir auf alle Fälle morgen. Denn wir machen jetzt, beziehungsweise ich mache jetzt für heute Schluss. Es verabschiedet sich Martin Markov für heute. Over and out. Tschö mit Ö.